Stell dir mal vor, ich lebe ja hier in der Türkei und ich würde jetzt auf die Straßen gehen und gegen die Religion, gegen die Moscheen, gegen die Menschen demonstrieren und deren meinen Glauben aufzwingen. Was glaubst du, was mir passieren würde? Ich glaube, ich wäre schneller weg, als die Polizei gucken kann. Dementsprechend finde ich krass, dass in Europa das geduldet wird. Die Massenmigration und ihre Folgen. Das, was in Großbritannien passiert, sollte uns in Deutschland eine Warnung sein. Dazu ein Kommentar. Randalierende Migrantenhorden mit Messern, Macheten und Äxten bewaffnet, die Allah Akbar schreien, durch die Städte marodieren und auf der anderen Seite zornige Bürger mit und ohne Migrationsgeschichte, die sich, weil der Staat sie nicht mehr schützt, auch mit Gewalt sich zur Wehr setzen. Droht uns jetzt in Deutschland ein ähnliches Szenario? Denn in Großbritannien kommt es zurzeit zu teils gewalttätigen Protesten gegen die Politik der illegalen Masseneinwanderung aus dem islamischen Raum. Muslime gehen brutal auf Demonstranten los. Steuert England jetzt auf einen Bürgerkrieg zu und kann uns das in Deutschland eventuell auch drohen? Lass mir deine Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn sich in Großbritannien, wo man Fremden gegenüber in der Regel sehr freundlich und aufgeschlossen ist, die Wut über die Einwanderungspolitik so entlädt wie derzeit in den Städten wie London und auch Liverpool oder auch Manchester bis Leeds und Bristol, sollten auch so langsam in Deutschland die Alarmglocken angehen. Was die Menschen derzeit in Großbritannien, speziell in Southport, auf die Straße treibt, ist nicht alleine der Dreifachmord, es ist vielmehr die Frustration über die Politik, die insbesondere den abgehängten Menschen im Land zum Halse heraushängt. Die Bürger erhoffen sich in der Regel vor allem Freiheit, Wohlstand und Sicherheit. Und wenn der Staat nicht mehr garantieren kann für die Sicherheit oder vielleicht auch gar nicht mehr will, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, machen nun die Bürger ihren Zorn Luft. Die gepriesene Offenheit der Bürger ist überstrapaziert. Insbesondere die Migranten aus der islamischen Welt und Afrika fallen durch ihre niedrige Bildungsabschlüsse, hohe Kriminalitätsrate und fehlende Bereitschaft zur Integration auf. Ein Phänomen, das man in anderen europäischen Ländern wie in Schweden, Frankreich, Belgien oder auch den Niederlanden, Dänemark, Österreich, aber auch in Deutschland kennt, wo die Probleme die gleichen sind und wo die Politik wie in Großbritannien viel dafür tat, die fatalen Folgen der ungebremsten Migration zu vertuschen oder herunterzuspielen. Parallelgesellschaften, Bandenkriege, wachsender Einfluss des Islam, zunehmende Jugendfeindlichkeit sind nur einige der unübersehbaren Probleme. In all diesen Ländern, die ich gerade auch aufgezählt habe, wurde ja natürlich die Weltoffenheit von den Regierungen angepriesen und Hilfsbereitschaft ihrer Bürger, die jedoch schon länger überstrapaziert sind. Wir können uns alle erinnern, damals 2015, 2016, die Merkel-Regierung, yes we can mäßig auf Obama-Style, nein, wir schaffen das, hat sie gesagt. Wir schaffen das. Das Ergebnis kann man schon sehen. Hinzu kommt zusätzlich noch die Kritik am Zustrom unterqualifizierter, meist junger Männer aus gewaltaffinierten Kulturen, reflexhaft als rassistisch diffamiert wurden. Dabei sind berechtigte Sorgen im Zusammenhang mit der Einwanderungspolitik keineswegs ein Beweis für Fremdenfeindlichkeit oder Ablehnung der Migration. Migration kann einem Land auch guttun, vorausgesetzt sie verläuft in gesetzlichen, geregelten Bahnen und wird so gestaltet, dass die Bürger sie akzeptieren. Die Frage ist, wer kommt? Und wie viele Einwanderer sind für die Wirtschaft und Gesellschaft tragbar und tun gut? Hinzu kommt aber nun auch, dass die Wut der integrierten Migranten auch zunimmt. Das bedeutet, dass Menschen, die aus erster, zweiter, dritter Generation in Deutschland zum Beispiel geboren sind, dass auch diese natürlich optisch gesehen nicht unbedingt deutsch aussehen oder schwedisch oder belgisch, sondern dass die eben auch aufgrund der Herkunft vielleicht ein dunklerer Hauttyp sind oder dunkle Haare haben, aber da natürlich auch aufgrund der Integration, weil sie dort in diesem Land schon geboren sind, werden alle über einen Kamm geschmiert. Und das sollte natürlich da nicht so passieren. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier geboren, meine Mutter ist eine deutsche Frau, mein Vater ein Amerikaner.
und ich möchte in diesem Land leben. Ich fühle mich mit diesem Land verbunden, ich bin hier zu Hause. Aber seit dem Flüchtlingsstrom macht man keinen Unterschied mehr zwischen mir und jemandem, der erst seit 2 Wochen hier ist. Weil man sieht äußerlich erstmal keinen Unterschied. Das heißt, jemand, der hierher flüchtet und sich scheiße benimmt, ich leide unter seinem Verhalten, weil ich hier leben will und leben muss. Ich habe hier Familie. Der kann wieder gehen, wenn er will. Wenn du dich nicht wohlfühlst, deine Kultur nicht ausleben kannst hier und die mit auf Kriegsfuß mit der deutschen Kultur steht, du kannst wieder gehen. Menschen wie ich nicht. Aber wir leiden unter Verhalten von Menschen, die die Gastfreundlichkeit eines Landes nicht mal zu schätzen wissen. Willst du mich jetzt auch einen Rassisten nennen, wenn ich sage, jeder, der sich hier nicht zugehörig fühlt, Bruder, verpiss dich, geh, interessiert mich nicht. Ich will hier leben. Ich lebe hier gerne. Mein Vater lebt über 30 Jahre, er hat sich auch entschieden, hier zu leben. Deutschland gefällt ihm. Es gibt Migranten, die haben sich entschieden, hier zu leben, die wollen hier bleiben. Das betrifft nicht nur mich, der auch deutsches Blut hat, das betrifft auch Leute, die kein Stück deutsches Blut in sich tragen. Und es macht uns alle wütend. Frag die Migranten, geh raus und frag. Viele sind schlecht, auf Flüchtlinge zu sprechen. Nicht auf alle, aber auf die Leute, die uns Migranten, die sich über Jahrzehnte hier was aufgebaut haben, wie unsere Eltern, die haben uns alles zunichte gemacht, die haben uns Sind wir jetzt Rassisten? Ein Weißer wird wahrscheinlich sagen, ja, du lebst nicht mit den Konsequenzen. Man wird in uns immer etwas anderes sehen. Und daran ist auch die Politik der letzten Jahre schuld. Aber sowas sehen Leute nicht. Ich will meine Kinder in Frieden mal aufziehen können. Mit dunkler Farbe. Wir kennen das Ganze aus Gemeinden, in denen Politiker sich über die Bedenken der Einwohner einfach hinwegsetzen und ihnen eine Flüchtlingsunterkunft in so ein Dorf einfach vor die Nase setzen. Zum Beispiel in Oppal, Mecklenburg-Vorpommern, wollte man in einem 500-Einwohner-Dorf zunächst 400 Migranten zumuten, also reinpacken. Das bedeutet, das ist fast eine 100% Wachstumsquote in diesem Ort und davon fast 50% Migranten. Das kann auf lange Sicht nicht gut gehen. Dementsprechend wird der Ruf auch von den integrierten Menschen, die hier seit Jahren leben, seit Jahrzehnten leben, teilweise hier geboren werden, wird deren Ruf, wie ich es gerade gesagt habe, durch ausländische kriminelle Migranten in Mitleidenschaft gezogen. Und somit wächst natürlich auch hier wieder die Wut. Patriotismus, selbst Nationalismus sind in England allerdings nicht so verpönt wie bei uns. Bei uns, du bist ja gleich Nazi, wenn du irgendwas gegen irgendjemanden was sagst. Ja, hat gar nichts mit Nationalismus zu tun, hat mit irgendwelchen Krankheiten zu tun. Du bist nicht der Meinung der Regierung, du bist gleich ein Rechtsradikaler. Der Kampf der Kulturen scheint unausweichlich. Noch immer tut die Politik so, als sei alles nur eine Frage von Integrationsbemühungen oder noch nicht ausreichender Finanzierung. Sie hat es wie hier vor Ort versäumt, sich Gedanken über Kultur und Religion der großen Einwanderungsgruppen zu machen. Und sie hat vergessen, sich zu fragen, was die eigene Bevölkerung will. Das ist gleichzusetzen wie auch in Deutschland. Und vor allem, was die Menschen dort nicht haben möchten, ist ein wachsender Einfluss des Islam. Ich persönlich habe vor Jahren schon einen Spruch gehört von einem Deutschen, der auch einen Migrationshintergrund hat, dass es bis 2050 keine Bundesrepublik Deutschland mehr geben soll, sondern angeblich eine Islamische Republik Deutschland. Ich bin sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist, was du dazu sagst, wie du das aktuell auch siehst und freue mich dementsprechend von dir zu hören, in den Kommentaren zu lesen und ich freue mich auch auf deine weitere Aktivität. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne den Daumen nach oben da, lass deine Meinung da und gerne teile auch diesen Kanal für mehr Updates aus der Welt und speziell auch aus der Türkei. Ich freue mich auf dein Feedback. Beste Grüße aus Alanya, dein Markus. Und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, stell dir mal vor, ich lebe ja hier in der Türkei und ich würde jetzt auf die Straßen gehen und gegen die Religion, gegen die Moscheen, gegen die Menschen demonstrieren und deren meinen Glauben aufzwingen. Was glaubst du, was mir passieren würde? Ich glaube, ich wäre schneller weg, als die Polizei gucken kann. Dementsprechend finde ich krass, dass in Europa das geduldet wird.